Hi, mein Name ist Hassan, aka Habu. Ich baue so ziemlich alles Mögliche aus allem Möglichen und einen Link zu meinem YouTube-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr hattet ein paar interessante Fragen bezüglich Trennschnitten und ich bin heute bei Pferdwerkzeuge, um mir mal einen fachlichen Rat zu holen. Ich bin Matthias, ich bin der Akademieleiter hier bei Pferd. Ich freue mich, dass Habu da ist, dass wir ein bisschen was über Trennscheiben und andere Werkzeuge sprechen können. Eins vorweg, wir tragen natürlich gleich alle relevanten Sicherheitsdinge, wie zum Beispiel Vollvisier, damit wir uns schützen. Wir haben Handschuhe an. Wir werden uns auch gleich noch Kittel anziehen, beziehungsweise Jacken, damit da nichts passiert. Wenn ihr da Interesse dran habt, da haben wir ein extra Video gemacht. Das findet ihr auch unten in der Bio, da könnt ihr draufklicken. Ist sehr interessant, damit da keine Fragen offen bleiben. So, wir haben uns umgezogen, wir haben die Absaugung angemacht. Ich hoffe, es geht von der Lautstärke. Ja, bist du voll in Ordnung. Und wir haben auch die Plätze getauscht, das haben wir bewusst gemacht. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, mal ein bisschen über das Trennen zu sprechen. Ja, gibt es eigentlich irgendwas, das ich beachten muss, zwecks Materialstärke und der Dicke meiner Trennscheibe? Also wir haben hier jetzt aufgespannt, das ist eine 1 mm Trennscheibe, die ist sehr, sehr gängig. Ja. Wir sagen grundsätzlich bis 3 bis 4 mm Materialstärke würde ich persönlich auch mit einer 1,0er trennen. Alles darüber hinaus würde ich dann auf eine 1,6er gehen. Soll ich dir mal zeigen, wie man trennt? Ja, klar. Ja. Wundere dich nicht. Ich trenne ganz bewusst jetzt mal vor dem Körper, okay. Ja, damit das besser zu sehen ist, damit du dir besser ein Bild davon machen kannst. Und anschließend erklären wir auch, worauf ich wirklich achte. Ja? Okay, cool. Du hast jetzt meiner Ansicht nach rückwärts geschnitten. Also ich schneide immer in die andere Richtung. Ja, jeder gewöhnt sich da so seinen eigenen Stil ein bisschen an. Ich mache das hier bei uns persönlich auch immer in der Akademie. Mache ich das in der Richtung, weil es für mich angenehmer zu führen ist. So kann ich den Teilnehmern zeigen. Wo ich sonst noch drauf geachtet habe, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, ich habe versucht, die Eintauchtiefe so gering wie möglich zu halten. Sprich, Ja, also Eintauchtiefe. Ein bisschen Eintauchtiefe. gewippt auch noch so. Ne? Genau. Das nennt sich Oszillieren. Das ist diese Sägebewegung, nenne ich es mal. Dass man so ein bisschen in der Sägebewegung da durchgeht. Dadurch bleibt der Trennschnitt ein bisschen kühler und die Scheibe hält länger. Okay. Und auch wichtig ist, dass du nicht zu weit reingehst. Weil wenn du zu weit ins Material eintauchst, belastest du schon das Außengewebe und dadurch verschleißt die Scheibe ein bisschen schneller. Das heißt, okay. Sprich, versuch immer, wenn du in das Material eintauchst, so wenig wie möglich in der Tiefe, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich, so würde ich es beschreiben. Okay. Ja? Und in einer ganz leichten Sägebewegung durch das Material durchführen. Dann kriegst du einen relativ geraden Schnitt hin mit wenig Gradbildung und wenig Temperatur und die Scheibe hält dann sehr lange. Eine Frage hatte ich aus der Community und zwar, wie fest drücke ich beim Schnitt? Ja. Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich erkläre das immer so, ich sage, lass das Werkzeug arbeiten. Ja? Also versuchen so wenig wie möglich körperliche Anstrengung in diese Aktivität zu schicken. Ja? Ganz wenig Sägebewegung, ganz leichte Sägebewegung durch das Material und so gut wie nicht drücken. Ich führe nur die Maschine durch das Bauteil, in dem Fall durch das kleine Werkstück hier. Ja. Ich gehe nicht hin und drücke. Das können wir gleich aber gerne mal simulieren, wenn du willst, was passiert, wenn man es falsch macht. Ja, genau. Lass mal probieren. Perfekt, machen wir. Also es gibt hier, was oft gemacht wird, was wir oft immer wieder sehen, ist, dass die Kollegen hier oben bei uns in der Akademie das zu weit ausgespannt haben. Ja, die gehen also wirklich hin, spannen das so weit aus und fangen hier an zu trennen. Ich zeige dir das gleich mal, was dann passiert ist. Es fängt stark an zu vibrieren. Und das ist eigentlich der Tod eines jeden Werkzeugs, weil wenn das anfängt zu vibrieren, machst du dir seitlich die Scheibe kaputt. Plus du hast einen unsauberen Schnitt dann halt auch noch. Genau, das fängt an zu flattern, dann wirst du nicht ganz geraden Schnitt hinkriegen. Ja. Was auch noch gerne falsch gemacht wird ansonsten, ist wirklich, dass die Leute hingehen und die Eintauchtiefe zu weit nehmen. Die gehen also wirklich hin, gehen mehr oder weniger bis ganz auf den Flansch. Das, was wir ja gerade schon hatten. Genau, was man nicht tun sollte. Ja. Und wenn dann auch noch der Vorschub zu groß wird, dann haben wir ein ganz großes Problem, weil dann radiert sich die Scheibe weg. Ich kann dir das mal zeigen. Ja, ich mache es mal bewusst falsch. Wundert euch nicht, wir haben die Scheibe gewechselt, wir haben hier ein No-Name-Produkt. Ich habe das auch geschwärzt. Wir wollen jetzt nicht über Wettbewerb und Co. reden, sondern ich will einfach nur mal zeigen, der Effekt ist hiermit ein bisschen größer. Ja, alles klar. Wow. Alles klar, zum Glück haben wir die Absaugung. Ich denke, es ist klar geworden. Genau. Ihr seht auch jetzt schon, wenn ihr drüber geht mal, siehst du das? Das ist alles Scheibe. Ja, was wir also jetzt gemacht haben, ist, man zerstört damit die Scheibe.
Ja? Diese Vibration und dieser Druck, der da drauf ist, dadurch löst sich die Scheibe immer mehr auf und verschleißt wesentlich schneller. Das hatte ich auch aus der Community, hat ein Zuschauer gefragt, warum sich seine 1 mm Scheibe so schnell abnutzt. Ja, das kann passieren. Das ist entweder das, was wir gerade gesehen haben. Ja. Heißt also, da stimmt was mit der Trennbewegung nicht, dass der was falsch gemacht Ja. hat, wirklich in der Bewegung. Was aber auch sein kann, wenn er komplett richtig getrennt hat, also dann ist das Problem meistens der Fall, dass die Scheibe ein bisschen weich ist. Ja, es gibt Scheiben in unterschiedlichen Härtegraden. Je härter die Scheibe ist, desto länger hält sie, aber desto weniger schnittfreudig ist sie. Hast du eine weiche Scheibe, verschleißt sie natürlich schneller, weil das Korn schneller nachgegeben wird. Und dadurch kann es dann passieren, dass er hier gerade bei sowas tendenziell etwas zu weiche Scheibe auch genommen hat, wenn die Schnittbewegung an sich in Ordnung war. So, das hat ja jetzt wunderbar geklappt. Ein weiteres Problem war, dass einem Zuschauer ständig die Scheiben um die Ohren fliegen. Okay, also da gibt es zwei Varianten. Das ist einmal abhängig davon, ob wir jetzt auf Blech trennen. Dann ist es tendenziell eher so, dass die Scheibe am Rand ausreißt. Ja. Und auf Vollmaterial ist es meistens so, dass sie eher mittig bricht. Und ich würde sagen, das können wir mal ausprobieren. Bei Blech haben wir jetzt genug. Lass uns mal auf Vollmaterial wechseln, oder? Ja, klar. Komm, wir bauen mal um. So, was da meistens passiert, ist, dass diejenigen hier beim Eintauchen dann anfangen, die Scheibe leicht zu verkanten. So, dann verkanten wir mal. Verkante mal. Meinst du das? Sowas in die Richtung. Perfekt. Ich kann dir auch genau zeigen, was passiert ist. Können wir das mal ausspannen eben? Weil du wirst jetzt feststellen, dass tatsächlich unter dem Flansch noch ein bisschen Scheibe ist. Okay. So, und was da passiert, hier ist der Rest. Ja, den kann man sich mal ansehen. Was da passiert, ist relativ einfach zu erklären. Du hast die Scheibe spannst du ein. Ja? Mittig, über den Flansch. Ja. Die Scheibe wird in der Mitte angetrieben. Ja. Und was du machst, wenn du in dem Trennschnitt anfängst, die Scheibe zu verkanten, ist, du bremst sie außen. Ja? Sprich, du hast in der Mitte den Antrieb in die eine Richtung und du bremst außen, damit hast du quasi, in der Physik würde man von einer Negativbeschleunigung sprechen, genau in die andere Richtung. Was du mittig dann hast, ist eine Scherwirkung. Und aus dem Grund scherst du in der Mitte tatsächlich den äußeren Teil vom inneren Teil der Scheibe ab. Und das ist dann passiert. Heißt, das ist im Normalfall fast immer zurückzuführen auf einen Anwendungsfehler, weil man die Scheibe in irgendeine Richtung verkantet hat. Also in irgendeiner Form die Scheibe außen gebremst hat. Jetzt muss ich aber erstmal so erklären. Ja, mir war auch warm. Ich habe es schon ausgezogen. So. Wir hatten noch ein paar Zuschauerfragen bezüglich einem Verfallsdatum. Und noch eine Sache ist, hier auf dieser geschwärzten Scheibe haben wir diesen Metallring drauf. Ja. Es gibt ja immer wieder so den Punkt, dass die Leute sagen, Metallring muss zur Scheibe hin, soll zur Maschine hin, soll wegzeigen. Bei euch gibt es gar keinen Ring. Genau. Warum? Also, zwei Fragen. Frage 1 ist Verfallsdatum. Ja? Ihr findet immer auf der Scheibe hier Monat und Jahr des Verfallsdatums. So lange ist die Scheibe haltbar. Okay. Ja? Bei uns, wie du schon sagst, wir haben keinen Ring, steht es auf dem Etikett. Haben die Scheiben einen Ring, findet ihr das normalerweise auf dem Ring. Hier, die Scheibe, da schreiben sie nur das Datum drauf. Ja. Deswegen, wir machen das ein bisschen anders, weil wir halt den Ring nicht haben. Das ist das Erste. Ja. Grundsätzlich ist es so, diese Scheiben, die ziehen Feuchtigkeit. Ja, und was dann passiert ist, die sind einfach nicht mehr so performant. Ja, kommt die Scheibe vom Band und ist quasi noch warm aus dem Ofen, ist die Scheibe perfekt. Und dann musst du dir vorstellen, ist ein bisschen wie ein Brot. Brot vom Bäcker ist toll, zieht es Feuchtigkeit, ist es irgendwann eigentlich blöd. Okay, ja, und hier ist es genauso. Und das ist ein Schutz, der ist in der Norm mit drin. Jeder Hersteller muss das aufbringen. Und für euch, ihr solltet euch einfach merken, ist die Scheibe abgelaufen, nutze ich sie nicht mehr. Okay. So, dann kommen wir zum Ring. Also es gibt, das kenne ich auch, den Mythos, die Scheibe hat einen Ring, da muss der Ring außerhalb des Winkelschleifers zu sehen sein oder nicht. Eigentlich alles Quatsch. Grundsätzlich gibt es keine Laufrichtung bei Trennscheiben. Ihr könnt die so rum aufspannen, wie ihr wollt. Ja, das ist auch Geschmackssache. Ich persönlich, und das gebe ich auch so in der Akademie weiter, gehe immer hin, wenn ich eine Scheibe einspanne, ich nehme jetzt eine von uns, weil wir die geschwärzt haben, spanne ich die immer so ein, dass das Etikett von der Maschine wegzeigt. Warum? Ist vollkommen logisch. Ich arbeite jetzt damit, ich lege die hier hin, du kommst und kannst sofort sehen, was das für eine Scheibe ist. Ja? Okay. Drehst ein bisschen, siehst, ist Stilox, kann ich nutzen. Wenn ich sie so rum einspanne, siehst du gar nichts. Ändert sich aber nichts in der... Nein, die bleibt von der Qualität genau gleich, die sind nicht laufrichtungsgebunden. So, dann nochmal zusammenfassen, damit ich auch alles wirklich richtig verstanden habe. Beim Trennschnitt ist es ganz wichtig, die Eintauchtiefe zu beachten. Das bedeutet, dass ich gerade so durchs Material durchrag
um zu verhindern, dass sich die Scheibe an der Seite abreibt, sozusagen. Genau richtig. Und dann fahre ich in einer oszillierenden Bewegung, hattest du gesagt, wie so eine kleine Schiffsfahrt durchs Material durch. Genau. Und der Anpressdruck ist gleich so ungefähr das Maschinengewicht. Perfekt, genau so ist es. Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir alles. Ne? Super. Ja, cool. So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen und vielleicht ein Abo unten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, Spaß gemacht. Ich fand es echt cool. Danke. Kann man so ein bisschen was essen gehen. So. Ja, da wäre ich auch schwer für. So langsam wird es auch Zeit. Ja, komm. Ja.